rechtzeitig, also direkt an dem Tag, als ich kam mittags an und es war einfach Black Forest Festival. Ganz oft wirst du eingeladen, kannst das Zelt bei denen im Garten aufschmeißen oder auf der Couch pennen. Kentucky war unglaublich, Arizona ist der Hammer, Utah. Selbst Kansas, wo es eigentlich nur flach ist. Wie man auf dem Moped sieht und überall dran, du hast viel Strassenrandschätze. Und, also ich habe ja in den Videos auch gesehen, da ist da wieder ein Radkappe und da wieder sicher. Es ist auch, also es ist nicht wie in der Schweiz oder Österreich oder Deutschland, da ist ja alles aufgeräumt. Ja. Das ist ja alles aufgeräumt, das ist alles sauber. Da wird im Frühjahr werden die Straßen geputzt, alles wird gemäht. Da hast du nichts, was du im Straßenrand finden würdest oder so. Aber du hast halt in den USA die haben so ein so riesengroßes Straßennetz, dass es unmöglich ist, alles sauber zu halten und deswegen liegt da auch ziemlich viel Scheiß. Oder auch für mich wertvolle Sachen wie diese ganzen Nummernschilder, die ich gefunden habe. Ich finde viel Werkzeug am Straßenrand. Also ich habe viel Werkzeug mitgenommen, ich habe einmal einen riesen Schlüssel gefunden, den habe ich dann irgendwann eingetauscht gegen eine Übernachtung, weil dieser scheiß Schlüssel halt verdammte $50 kostet, wenn du den kaufen müsstest. Ja. Und habe den dann halt eingetauscht gegen eine Nacht in der Lodge. Chillig. Also 2 Nächte habe ich da, die erste Nacht habe ich bezahlt, bei der zweiten habe ich mit dem einen Deal gemacht. Und ja, aber ich denke, ich bin auch gefragt worden, in Boston gibt's ein paar Jungs und der Peter hat mich gefragt, was das Wertvollste war, was ich am Straßenrand gefunden habe. Und ich habe dann wirklich so erst überlegt und dann aber festgestellt, nee, das Wertvollste wirklich, was ich unterwegs am Straßenrand gefunden habe, waren neue Freundschaften, diese kurzen Bekanntschaften. Ja. Das war für mich das Wertvollste, was auch wirklich jeden Tag irgendwie wieder zu was Besonderem gemacht hat. Weil du so viel Einblicke dadurch kriegst, dass du halt dich mit Leuten unterhältst und was dir natürlich auch ab und zu wieder wirklich viele Türen öffnet, wo du dann sind wir wieder bei der Freundlichkeit, wo die Leute dir anbieten, bei ihnen im Garten zu übernachten oder auf der Couch oder dir manchmal einfach nur Geld geben, was mehrfach passiert ist. Ey. Und dann wusste ich auch nicht, denken die, ich brauche jetzt unbedingt Geld, sehe ich aus wie ein Homeless? Ich meine 50-50. Vielleicht ein bisschen. Ich mein, teilweise sieht es ja schon so aus. Nee, es ist aber wirklich so, die drücken dir dann einfach Geld in die Hand, eine Flasche Wasser und zum Beispiel $20 und sagen so, das ist für deinen Trip, kauf Benzin davon. Ja. Aber vorher hat man nicht miteinander gesprochen, die sehen dich, gehen in den Laden, in eine Tankstelle rein, kommen zurück mit was zu trinken und mit $20 drücken dir das in die Hand. Ich bin bei Abfahrt bei guten Freunden, die kleine von denen hat mir ein Lederbändchen mit einer Steinkugel, mit so einer Perle mit dran, habe ich mir einen Lenker gewickelt, kann ich nicht wegschmeißen. Ich würde sagen, wenn es die mit Stein bewerfen, wenn du fahrst, das ist kein Geschenk. Dann musst ja, danke. Aber so ist natürlich schön. Wird da schön dekoriert am Mofa, oder? Ich sage, die Reaktionen sind auch von Leuten am Straßenrand. Daumen hoch, es wird gehupt und aus dem Fenster gewunken und anders wie bei uns in Deutschland wird gehupt und genau. Und dort einfach alles anders und auch rücksichtsvoll. Also ich fand es sehr, sehr rücksichtsvoll, die Fahrweise von den Amis gegenüber dir als sehr langsamer Verkehrsteilnehmer. Ja. Sie haben natürlich auch genug breite Straßen, meistens. Ja, trotzdem gab es die eine oder andere knappe Situation. Es gibt halt Idioten und du weißt auch nicht, auf welchen Drogen die Leute unterwegs sind. Also sehr oft wirst du von einem Auto überholt und es riecht einfach nach Gras. Das passiert wirklich sehr oft. Der ganze Straßenrand außerhalb der Städte ist ja übersät von Bierflaschen und Bierdosen. Das ist wirklich krass. Darfst ja kein Bier mit dir führen im Fahrzeug. Keine offenen Containers auch nicht. In der Fahrerkabine, sagt man so schön. Okay.
Leere Bierflaschen gehen gar nicht, offenes Sixpack geht überhaupt nicht. Du musst Alkohol im Kofferraum transportieren. Okay. Und deswegen ist halt ein Grund, wenn die während der Fahrt trinken, dann fliegt die Flasche halt raus, weil dann kann man sie nicht belangen. Ja, okay. Und deswegen liegen wir spannend die Lösungsfindung in der Das ist nicht dumm, aber auch schon nicht, dumm, aber nicht dumm. Auch nicht wirklich zielführend. Ja, alles klar. Ja. Gibt es auch gefährliche Situationen auf deiner Reise oder so Momente, wo du ungern wieder würdest erleben? Also abgesehen von Verkehr, du hast Gefahren im Verkehr, hast du immer, du wirst mal übersehen, du wirst mal geschnitten, das passiert dir immer wieder, das ist aber jetzt nicht die Regel, aber Tiere ist halt ein ganz großes Ding in den USA. Du hast halt nicht hier wie Fuchs und Has, die dich in Ruhe lassen, sondern du hast Bären, du hast Pumas, du hast Kojoten, du hast Wölfe. Das Ganze man hat es immer im Hinterkopf und dann bist du aber auch ständig mit dem Zelt draußen in der Wildnis, schlägst das Zelt irgendwo auf an einem See und hörst Kojoten jaulen und ich habe es ja auch tatsächlich auch schon ums Zelt gehabt und das ist halt das ist nicht entspannt. Da liegst du mit Herzrasen im Zelt und du bist steif. Schockstarre, du willst dich nicht bewegen, du willst kein einziges Geräusch machen, du versuchst leise zu atmen, was aber nicht geht. Oh, ich krieg gerade Herzklopfen. Das ist wirklich, ich habe keinen Puma gesehen, ich habe keinen Bär gesehen. Das ist wirklich verblüffend dafür, dass ich in den USA gute 8 Monate unterwegs war. Mexiko hast du wieder andere Tiere, da hast du dann Jaguars, da hast du Skorpione viele, du hast Klapperschlangen. Hast du in den USA auch. Ja. Der Start nach Mexiko war auch wirklich, hätte besser laufen können. Da bin ich am zweiten Morgen beim Zelt zusammenrollen, unterm Zelt hing ein Skorpion, den habe ich schön mit ins Zelt eingerollt, habe den in der Hand gehabt. Dann hat er mich in den Finger gestochen. Dieser kleine Bastardo hat mich gerade mal schön in den Finger gestochen, hier in den kleinen. Verdammter Drecksack. Und dafür werde ich dich jetzt leider entfernen. Nicht töten, aber ich werde dich entfernen. Am nächsten Morgen hat mich der Hund vom Campingplatzbesitzer am Strand gebissen. Als ich auf dem Moped gesessen bin, das ist auch so eine Sache, dass diese Hunde in Mexiko einfach dieses Zweitaktgeräusch, das ist für die fremd, das ist laut, das knattert. Oh, guten Morgen. Der war gestern schon bei mir. Da unten gibt es eigentlich niemanden, der mit einem Zweitakter Moped rumfährt. Da steht selbst der 10-Jährige an der Ampel neben dir mit der 250 Kubikmaschine und guckt auf dich. So was? Ja. Mexiko-Hunde war für mich wirklich ein Downer, was mich stimmungsmäßig wirklich belastet hat. Wer die Videos angeguckt hat, wird es vielleicht sehen, dass immer wieder Hunde und ich einfach schon allein nur einen Hund zu sehen, habe ich schon mit den Augen gerollt. Es hat mich auf gut Deutsch wirklich angekotzt. Diese wilden Hunde, freilaufenden Hunde. Ich mag Hunde, aber in Mexiko habe ich auch wirklich gelernt. Unschöne Seite daneben. Ja, das hat mich eines Besseren belehrt, dass Hunde nicht immer geil sind. Was im Endeffekt aber auch dazu geführt hat, dass ich die Richtung geändert habe und ich war ja schon relativ weit unten im Süden in Mexiko und bin dann wieder Richtung Norden gefahren und bin bei Texas wieder über die Grenze in die USA. Der ursprüngliche Plan war ja tatsächlich nach Panama zu fahren. Ja, ich habe mich im Vorfeld schlau gemacht. Die Verschiffung von Panama nach Portugal hätte sich ein bisschen schwierig rausgestellt.
und wäre sehr teuer geworden. Ja. Wäre dann knapp bei 4.000 Wow. Euro gelegen und dann habe ich gedacht, so, das mache ich nicht. Im Endeffekt wäre es von den USA genauso teuer gewesen. Und dann sind wir nochmal bei der Verschiffung. Ich habe dann in den USA das Moped komplett auseinandergenommen, habe es in 4 große Kisten reingepackt und einzeln nach Portugal geschickt. Das Ganze hat mich dann ungefähr einen Tausender gekostet. Ja, gleich auch noch. Plus der portugiesische Zoll, der ist scheinbar wirklich sehr kreativ. Das hat nochmal beide Hände aufgehalten, nicht nur eine. Und dann habe ich da auch nochmal knapp 500 Euro Wow, krass. Zölle, Gebühren bezahlt, die ich nicht nachvollziehen kann. Also nicht nach Portugal oder Spanien verschiffen, das ist ein Tipp. Ja. Tipp von meiner Seite. Marokko und dann mit der... Marokko genauso schlimm. Marokko ist genauso schlimm. Okay. Ja. Auch die Broker. Ich habe ja auch wieder mit der Firma in Hamburg telefoniert, wegen der Rückverschiffung. Mhm. Und er sagte mir auch, du brauchst einfach, wenn du ein Fahrzeug verschiffst, brauchst du einen Broker. Das war die wichtige Information, die gerade eben vielleicht gefehlt hat. Du brauchst einen Broker. Diesen Broker musst du bezahlen und dann hast du die Verschiffung noch nicht bezahlt. Und deswegen kommst du auf einen ähnlich hohen Preis, zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Wow. Genau, aber die Broker in den USA sagen auch, mit Portugal machen wir ungern was, weil sie nie wissen genau, wie die Zölle oder was der Zoll macht. Ja. Der Zoll ist sehr kreativ dort und deswegen sollte man das am besten nicht. Mir hat er gesagt, Rotterdam oder direkt Hamburg, Ja. aber dann sind es trotzdem ja. ungefähr 3.000 und so habe ich mir halt viel Geld gespart, indem ich halt das Moped komplett auseinandergenommen habe Ersatzteile verschifft hast sozusagen. und nachher wieder zusammengepuzzelt habe. Ja, cool. Wie hast du die ganze Reise so finanziell geplant? Also Gar nicht. eben, du bist mit dem Zelt. Weil du bist mit dem Zelt gegangen, du erzählst von viel Couchsurfing, nenne ich es jetzt mal. Ja. Ist das so in Aussicht gestanden für dich? Ich habe tatsächlich, es ist ein Sabbatical, also ein Sabbatjahr. Ich habe 1,5 Jahre auf Lohn verzichtet. Also nicht auf vollen Lohn, Ja. auf 45% monatlich waren das, auf die ich verzichtet habe. Wurde von meiner Firma angespart und dann habe ich 1 Jahr frei gehabt und habe das quasi ausbezahlt bekommen, was ich eingespart habe. Deswegen habe ich ein bestimmtes Budget gehabt pro Monat und mit dem versuchst du halt irgendwo klarzukommen und dann kannst du halt nicht Hotels oder... Ja, liegt nicht drin, aber ab und zu mal als Goodie, aber nicht. Also viel draußen, viel umsonst. Ja. Es gibt relativ viele Plätze, wo man sehr günstig übernachten kann. Aber es ist halt draußen, es ist in der Wildnis. Und wundere dich nicht, wenn du nachts Besuch von Kojoten, Waschbären oder sonst irgendwas kriegst. Das passiert halt einfach und Teil vom Abenteuer. ist ein Teil vom Abenteuer, ist auch am nächsten Tag, wenn die Sonne aufgeht, ist alles wieder gut. Ja. Und man freut sich, man hat sich nie mehr über die Sonne gefreut oder über Helligkeit, weil es ist halt einfach, du liegst halt nachts in deinem Zelt und du weißt nicht, was da draußen ist, wenn es nicht Geräusche macht, die du identifizieren kannst. Ich habe auch nachts hier irgendwas am Zelt gehabt und wusste mir nicht anders zu helfen, als einfach gegen das Zelt zu boxen von innen und ich denke, es war ein Waschbär. Das war danach weg. Ja, der Ton Ich hab's ist dann getroffen. groß, aber Ich hab's getroffen, ja. Und ich habe ja so ein Motorradreisezelt mit Canvas, Ja. mit Canvasstoff. Also das ist nicht dieses dünne Material. Das Riesenkratzer. das war da schon ein bisschen wie eine kleine Burg. Teilweise habe ich auch hinter Tankstellen an der Zapfsäule, direkt an der Zapfsäule geschlafen im Zelt. What the fuck, was die Nacht. So, hier habe ich geschlafen. Super. War gar nicht so kacke. So, good morning aus Nevada. Ich bin zusammen. Ich habe heute Nacht hier am Pool übernachtet. Hinterm Friedhof. Da kommt nachts niemand. Na, meistens nicht. Eigentlich mehr oder weniger unmittelbar an der Straße oder ja, State Forests haben sie halt viel.
Was ist Ja. dieses gefühlmäßige Setting jetzt, was ums Heimgehen kommt? Oder ums Heimgehen geht langsam? Also das Problem ist, dass ja der Wettergott nicht zwingend auf meiner Seite ist, gerade im Moment. Ja. In Portugal angekommen, 7 Tage Regen, Dauerregen. Haben wir ein bisschen gecheatet. Ein Kumpel von mir kam ja mit seinem VW-Bus nach Portugal und über dessen Bekannten, da habe ich eine Adresse gehabt, wo ich alles hinschicken konnte aus den Staaten, und da haben wir auch das Moped wieder zusammengebastelt, und an dieser Stelle danke, Herr Krümmer, das war sehr nett. Auf jeden Fall haben wir dann erstmal knappe, ich würde sagen 400, 500 Kilometer beschissen. Überbrückt. Ich habe mir nie irgendwelche Regeln auferlegt. Ich habe auch in den USA mir mal einen Tag lang einen Pickup ausgeliehen, weil ich gewusst habe, da kommen starke Winde. Das geht nicht. Ja. War das Wetter halt überwiegend schlechter und schlechter und schlechter. Regen, viel Wind, ab und zu ein bisschen Sonne. Atlantik war wieder gut. Als ich dann in Frankreich am Atlantik war, habe ich gutes Wetter gehabt, bin losgefahren. Es wurde wieder kontinuierlich kälter, es hat viel geregnet. Hier ist es gerade, dass es nicht schneit, ist ein Wunder. Ja. Morgen geht es nach Furtwangen, da wird es schneien, da schneit es auch jetzt schon. Also es macht es mir einfach, nach Hause zu kommen, mich auf zu Hause zu freuen und einfach daheim die Heizung anzudrehen. Für euch, wir sind in der Mitte vom April und wir haben gerade ein bisschen schlechtes Wetter. Das ist tatsächlich so. Ja, letztes Wochenende war mal 2 25 Tage Grad. 25, 26 Grad, T-Shirt-Wetter. Ja. Und jetzt Jetzt ist 0, 3. Ja, du, was willst du machen? Das ist es so. Du redest von die Hai. Was ist das Erste, was du machst, wenn du heimkommst? Ich weiß nicht, was du wissen, aber was sind die ersten Sachen, die du willst machen, ist schwierig. Erstmal, wenn du heimkommst? Uli, willst du ein Stück Kuchen? also wenn ich heimkomme, habe ich noch ein bisschen Begleitung. Wir werden erstmal bei mir im Hof nochmal einen Grill anschmeißen und ein paar Bierchen zischen. Und ich denke, wenn ich die Tür hinter mir zuziehe, werde ich mich erstmal ich weiß nicht, keine Ahnung, erstmal in mich reinhören. Ich weiß nicht, vielleicht bricht dann aber auch die Realität komplett über mir zusammen, sodass ich überhaupt keinen Nerv habe. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was passiert. Viel schlafen werde ich. Ja. Ich vermisse mein Bett. Ein Jahr lang mein Kreuz sagt nein. Das ist wirklich, ich habe teilweise auf Sofas geschlafen, die so weich waren, dass ich drin versunken bin. Und Schwierigkeiten hast, wieder rauszuklettern. Und auf dem Boden gepennt, Luftmatratze, Geister vergeben, wo du immer wieder aufblasen musst nachts. Kalt, warm, heiß. Es ist kontinuierlich immer gleiche Temperatur zu Hause. Schlafen. Erholig. Ja. Und ich habe Bock auf Sommer. Ja. Sommer. Im Winter dachte ich, hätten ausgespart. Jetzt kommt er am Wochenende nochmal. Hinter dir steht dein Moped Frankensteiger. Du bist jetzt ein Jahr lang ohne Sattel unterwegs gewesen, weil der junge Mann da einfach auf einem Blechding gefahren ist. Was hat jetzt nach einem Jahr das perfekte Reisemofa? Was zeichnet das aus? So wie es jetzt da steht, ich weiß es nicht, Charakter. Okay. Also ich würde einiges anders machen. Also ich meine, auf diesem Ding zu sitzen, ist ja quasi auch, ich habe den Amis ganz gern, weil die sagten, ich sehe so zusammengefaltet aus, habe Mit ich Klappmesser. auch immer gern gesagt, das ist die Art, seine Kleider zusammenzufalten, während man noch drin steckt. Aber ich würde nicht arg viel anders machen, weil es macht Spaß, so zu reisen. Batterie würde ich einbauen. Okay. Definitiv würde ich mir eine Batterie einbauen, damit ich einfach auch im Stehen Licht habe. Ja. Denn im Standgas, du kannst nachts nicht fahren, es ist zu dunkel, das Licht ist zu dunkel. Du willst von hinten gesehen werden, das heißt, ich habe mir zusätzliche Lampen für ihn gekauft, die blinken, die leuchten, einfach weil du nicht über den Haufen gefahren werden willst. Also Sicherheit durch Licht. Ich meine, du hast einen Rückspiegel, in den du reingucken kannst. Wenn dich aber jemand von hinten überfährt oder einfach, weil er dich nicht sieht, bringt dir auch dein Rückspiegel nichts, was? Komfortsattel? Nee, warum? Das ist super.
Das ist super. Ah. Der Sattel ist wirklich, viele haben gesagt, oh, der Sattel. Und ich so, ja, aber auf so einem Ding, auf einem gepolsterten Sattel tut dann auch der Arsch viel früher weh, weil du den Druck überall gleichmäßig hast. Wenn du nicht nur 2 Schrauben hast, oder? Die spürst du doch überhaupt gar nicht. Mensch, das ist doch... Dann machen wir noch eine Aufnahme, einfach was im nackten Arsch. Einfach so. Das können wir machen. Alles klar. Das Mofa, was passiert mit dem? Wird das jetzt als Ehrenmedaille einen speziellen Ausstellungsplatz bekommen? Fahrst du es weiterhin? Nein, wir sind ja... Ihr wolltet wissen, wie lange der Zylinder hält. Wir sind noch nicht am Ende. Stimmt, am Ende. das ist natürlich. Also entweder fahre ich sie tatsächlich, also ich werde sie weiterfahren, klar, ich werde die nirgends hinstellen. Ich meine, ich habe mir da so viel jetzt durchgemacht, da werde ich sie wohl nicht zu Hause an die Wand stellen. Sehr schön. Ich werde sie natürlich weiterfahren und auch auf diversen Treffen wahrscheinlich dieses Jahr damit aufschlagen, weil ich weiß nicht, ich fahre sie wahrscheinlich bis ein Klemmer kommt oder bis der Motor in sich zusammenfällt. Oder Jetzt 30.000 Kilometer, der ist jetzt gut eingefahren. ja, und ich habe wirklich auch die ganze Zeit nicht ein einziges Problem mit diesem Motor gehabt. Mit dem Zylinder nicht. Wir haben nach 10.000 Meilen, das sind 16.000 Kilometer, also quasi fast nach der Hälfte, haben wir aufgemacht, haben nachgeguckt. Kolben, Zylinder, Kolbenringe, sah alles super aus. Wir haben einfach nur sauber Deckel drauf. Sauber gemacht, Deckel drauf, Zündkerze wieder rein, Geil. weitergefahren. Sehr Und seither nicht mehr nachgeguckt. Gibt es so einen Tipp, der Pro-Tipp, wo du anderen kannst mitgeben, die vielleicht nicht so eine Riesenreise, vielleicht eine kleinere Reise planen, einfach eine Mofa-Reise, das Abenteuer. Allein mit dem Mofa oder mit dem Moped zu reisen, ist schon für mich ein Tipp, was ich jedem mal mache. Ja, Es grundsätzlich ist anders. Du siehst Landschaft einfach so anders. Du rauschst nicht an allem vorbei und du kannst mit dem Moped überall anhalten. Mit dem Motorrad auch. Mit dem Motorrad bist du aber wieder schneller. Ja. Ich würde es machen. Leute reagieren so unglaublich freundlich auf einen und das ist egal, ob du in Spanien irgendwo bist, ob du in Frankreich bist. Die Leute, die hier, die kriegen ein Grinsen auf dem Gesicht und sichtbar sein. Wer natürlich noch mehr gesehen vom Oli, du hast mittlerweile, sind es fast 40 Videos, gell? 38, 35 Teile sind es bis jetzt. Es werden noch einige dazukommen. Unbedingt abchecken, YouTube, On The Motorized Idiots, wie auch Instagram. Unbedingt dort hinschauen. Und beherzigen seinen Rat, geht raus, nehmt das Mofa, Abenteuer haben. Öfters mal am Kabel ziehen. Und Einfach noch ein. Mir kommt noch eine Idee. Zum Abschluss habe ich noch etwas. Ich habe noch eine Frage, Oli, und dort tun wir natürlich ganz offiziell. Willst du etwas holen? was ist das? Also, Oli. Nein! Du als, wie soll ich das sagen, Mofa-Legende, als Moped. Ja, das... Seine Zweitaktigkeit kann ich es natürlich nicht unterlassen, um mich zu fragen. Dann natürlich von uns, vom Mofa-Kult, gerne würdest du ein Kult-Hero werden. Was dann natürlich mit so einer Mofa-Kult-Hero-Jacke und Kult-Hero-Programm zusammenkommen. Aber was glaubst du, wie lange die so schön rot-weiß bleibt? Das bleibt bei dir. Die kannst du immer nur im Badwanne anlegen oder der Das ist ja mal... Die passt sogar. Darf man das als Ja auffassen? Die krieg ich so. Ja, die passt, also würde ich sagen, ja. Ich freue mich. Da mache ich mit, da spiele ich mit. Hammer. Und ich möchte auch noch kurz abschließend sagen, ich finde das wirklich schlimm. Voll viele schreiben mir oder oh, Legend. Da ist die Legend. Ich bin's nicht. Ich bin nur drauf gesessen und hab. Es sind nicht in den Graben runtergefahren. Immer. Ach, das würde ich nicht sagen. Das gibt's dann in den Videos.